Willkommen zurück bei Timeout Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport während den kommenden Tagen an der Dakar 2024 in Saudi-Arabien. Es ist der Mittwoch, 10. Januar, kurz nach 8. Wir sind gestern um 2 Uhr so ins Bett gegangen und dann hat hier jemand das Klo entleert und hat den Kompressor angelassen. Die uns auf Instagram folgen, ich habe da eine Story gemacht, wie viel Lärm das war. Also es war ziemlich heftig. Also ich denke mal, wir sind dann irgendwann um 2 Uhr oder um 2:30 sind wir dann doch eingeschlafen. Haben dann heute bis um 7 Uhr geschlafen, gefrühstückt, jetzt zusammenpacken und dann geht es von Al-Hofuf nach Shubaita ins Empty Quarter in Saudi-Arabien. Also der stand hier zwischen unserem Heck und diesen Tanks. Der hat da mal schön 20 Minuten abgepumpt und nachher noch frisches Wasser aufgefüllt. Morgen, Rudi. Ja. Morgen. Guten Morgen. Wir füllen jetzt das letzte Mal Tanks auf. Vielleicht klappt das sogar ins Empty Quarter runterzufahren und wieder hoch. Aber wenn es natürlich da unten eine gute Tankstelle hat, werden wir die auch wieder nutzen. Und wir haben einen guten Kaffee gekriegt. Einwandfrei. Doppelter Espresso. Traumhaft. Weil der im Camp, der schmeckt nicht. Soeben noch in der Wüste. Und schon am Meer. Wir sind etwa 20 Kilometer vor Katar. Ganz neu am Meer. Daher haben wir gedacht, schauen wir uns an. Hier im Hintergrund vermutlich eine der letzten Tankstellen, weil hier stehen wirklich alle an. Da hatten wir vorher die bessere Wahl. Da war einfach hinfahren, tanken, fertig. Und unsere Tanks sind voll. Also wir fahren jetzt seit circa 40 Kilometern so geradeaus und es hat einfach nichts. Daher heißt es vermutlich auch das Empty Quarter. Es geht einfach geradeaus. Erstmal eine Abwechslung, ein bisschen Stein. Das wird mal ein Fahrradweg. Nein, keine Ahnung. Aber die Spur hat seit Beginn an. Gleich bei der Straße findet der Start statt von der kleinen kurzen Etappe. Heute etwas mehr als 100 Kilometer. Daher nutzen wir natürlich die Gelegenheit, da zu schauen. Es ist ein bunter Mix zwischen LKWs, Side-by-Side, Autos, alles. Hier ist der Vorstart.
euch vorstellen könnt, kostet so ein Dakar-Einsatz natürlich auch richtig Geld. Aber dank unserer großen Sponsoren konnten wir einen Teil davon auffangen. Aber es sind eben nicht nur die großen, sondern auch viele, viele kleine Helfer, Technikpartner, Sponsoren, die dazu beitragen, dass wir unseren Traum erfüllen können. Und dafür sagen wir vom ganzen Team wirklich herzlichen Dank an euch alle. Noch die Türe offen. Problem gelöst. Die haben einen extrem kurzen Intervall. Ich schätze mal 30 Sekunden. Mehr nicht. Der nächste ist ein Ford. Ein Auto. Ich zeichne jetzt das mal auf. Nicht weil es besonders spannend ist, aber ich hoffe, das kommt rüber auf der Kamera. Die Dünen hier im Hintergrund, Sonnenuntergang, die Stimmung, wow! Da auf den Dünen stehen viele Leute, vermutlich zum Fotografieren. Die sind da hochgelaufen. Unglaublich die Stimmung. Wir sind heute in Reihe 10. Weit weg von unseren South Racing Freunden, die sind in Reihe 1. Das heißt, viel zu Fuß gehen, weil das Pit-Bike streikt. Wir sind da hinten. Ist gut, es hat wenig Staub. Ist jetzt 4:45. Wir haben außer eine Banane heute noch nichts gegessen. Daher steuern wir jetzt zuerst mal das Catering-Zelt an und essen was. Ich hoffe, es gibt schon Abendessen. Nicht viel los. Also was man immer essen kann, sind Teigwaren. Pasta, das gibt es immer, 24 Stunden lang. Da gibt es dann verschiedene Fassstraßen, wo man essen kann.
Bei dieser wunderschönen Kulisse möchte ich gerne meiner Frau danken, die während der Zeit, wo ich hier bin, alleine auf unsere Tochter aufpasst. Herzlichen Dank dafür. Und an meine Eltern, welche mich immer zu jeder Zeit unterstützt haben in meinem Leben, was ich auch gemacht habe, ob es gut ist oder auch schlecht. Herzlichen Dank. Wir brauchen ja noch eine Nummer für die Verlosung der Caps, der signierten, und für heute haben wir 1622 ist die Nummer von unserem Service-LKW. Gleich neben uns ist Daniel Vetter mit seinem Camp. Das Auto lief gut, alles einwandfrei, aber sie sind sehr müde, haben nur 2 Stunden geschlafen, daher aktuell sind sie gerade zurückgekommen und schlafen jetzt eine Runde. Stage 5 vorbei, wo heute etwas komischer Tag, sage ich mal. Wir haben 520 Kilometer Verbindungsetappe gehabt, sind ganz in der Früh gestartet, war eiskalt, haben Skiunterwäsche angehabt und Overall und alles, um der Kälte zu entgehen, und Windbreaker, Winterhandschuhe. Und dann um 12:11 Uhr mittags habe ich Start gehabt und ich habe aber drunter die Skiunterwäsche angehabt und habe keine Zeit gehabt, damit ich mir die anziehen kann. Und jetzt war es richtig heiß, genau zur Mittagssonne. Es war eine etwas kürzere Sonderprüfung von 118 Kilometer und es waren reine Dünen, also es waren riesige Drops drinnen. Es war sehr heiß, eben durch das, dass wir haben nicht tauschen können, nicht wechseln können, die Unterwäsche. Und ja, super gelaufen. Bin als Vierter, bin Zehnter geworden heute, also in der Gesamtwertung. Vor dem zweifachen Dakar-Sieger bin ich sogar, also das ist schon Ansage auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht, durch die Dünen durch, wirklich im Motocross-Style eigentlich. War wirklich sehr cool. Und das Bike ist wieder bereit, morgen geht's los zur Chrono Stage. Sind wir gespannt, was da so passieren wird. Danke fürs Zuschauen. Kette, weil jemand gefragt hat, die schaut so aus, wir putzen sie zwar jeden Tag, aber nicht mit einem Spray, weil mit dem Spray ist es nämlich, tust du genau das Gegenteil bewirken, weil hier im Sand wirkt es dann nämlich wie Schmirgelpapier, dass das Ganze zusammenreibt und das kannst du nach einem Tag verschmeißen. Deswegen, das ist das größte No-Go, das sozusagen zu machen. Wenn wir die Kette wechseln, ist, wenn es zu viel Spiel hat und vor allem, wenn die Glieder so klemmen würden sozusagen, nicht so wie ich es jetzt mache, weil jetzt habe ich es ja gemacht, aber wenn sie von selber so klemmen und ganz schwer hin und her gehen. Wir tun sie wirklich nur jeden Tag eigentlich mit einer Drahtbürste sozusagen bürsten und das war es dann auch wieder. Am Restday wird sie dann gewechselt sozusagen. Der andere Südafrikaner, der ihn gestern reingeschleppt hat, der ist ohne Sprit vorne geblieben. Der hat dann gewunken, dann sind wir hingefahren, auf den Dreck, oder dann haben wir... Ja, auch noch in der Strecke drin halt. Ja. Und wir können ja von dem Tank rüberpumpen. Dann haben wir oben quasi den Schlauch abgeklemmt und die haben so ein 5 Liter Trink-Ding dabei gehabt. Da haben wir dann immer noch die schaltet vorne die Pumpe ein. Und dann haben wir denen 3-mal so 5 Liter ungefähr rein, weil am Ende von der Stage war der Tankstand. Ja, man sieht das. Aber es war unheimlich viel ausgestanden. Also gestanden. Wie gesagt, die ganze Liste ist bei Sportity, hast du gesehen? Als Nummern, wie alles ausgefallen ist. Wenn wir dann jetzt stecken geblieben waren, war es perfekt gewesen. Gerade zurück von der 5. Wertungsprüfung. War heute grundsätzlich sehr schön.
sehr, sehr lange Navigationstests, ein reguläre Test, das heißt, hier sind einzelne Felder vorgegeben, die in einer bestimmten Geschwindigkeit durchfahren werden müssen. Ging mehr oder weniger gut, wir hätten gehofft besser. Und dann gab es 2 sehr, sehr lange Navigationstests. Und im Roadbook stand nur Small Dunes. Also wenn die small waren, dann möchte ich die großen nicht sehen, weil wir sind halt komplett neu in dem Thema Dünenfahren und mussten wirklich alles geben. Und der erste Test hat auch super funktioniert. Wir haben relativ oft LKWs gesehen, die sich festgefahren haben. Und durch Zufall, weil können kann man es dem nicht zuschreiben, durch Zufall sind wir immer dran vorbeikommen und waren aus dem ersten Test, ich glaube als 3., maximal 4. LKW aus der Prüfung. Und im zweiten Test, der gleich danach kam, es war gerade 1 Kilometer an Überführung, hat es uns dann aber übel erwischt. Also da haben wir uns eingegraben, dass der Tank aufgelegen ist, Differential, vorne und hinten, alles steckte im Sand, kein Millimeter mehr vorwärts und rückwärts. Dann hätte man probiert, freischaufeln mit Sandblechen. Wer den Monte Caolino kennt, genau so ein Sand war es. Eine Schaufel weg und links und rechts läuft es wieder nach. Und da waren wir echt am Verzweifeln. Wir dachten, wir bleiben heute Nacht da irgendwo in der Wüste, weil also aus eigener Kraft keine Chance rauszukommen. Dann haben wir das Abschleppseil angehängt. Das ist das klare Zeichen, wir brauchen Fremdhilfe. Und 2 sind vorbeigefahren. Bei einem haben wir es gut verstanden, warum er vorbeifährt. Der ist relativ schwach motorisiert. Der andere, der fährt auf Sieg, der wollte nicht helfen. Und dann kam ein spanisches Team mit einem 6x6 LKW, ist sofort stehen geblieben, hat uns dann geholfen. Der Beifahrer hat dann den Mercedes von uns gefahren, weil da wäre ich überfordert gewesen, bin ich ganz ehrlich. Das war einfach so tief drin gesteckt. Und selbst der 6x6 hat dann plötzlich Probleme bekommen. Aber irgendwie ging es dann doch, haben wir es geschafft. Und danach war ein bisschen die Luft raus. Wir hatten einfach Angst, dass wir uns nochmal festfahren, sind sehr schnell gefahren, haben LKW heute wirklich nichts geschenkt. Aber wir haben bis auf einen Wegpunkt alle geschafft und von daher sollten wir punktemäßig ganz gut abgeschnitten haben. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier bei Kove ist es deutlich ruhiger als das letzte Mal, als ich da vorbeigegangen bin. Sieht aus, als wären die Bikes bald fertig. Hi. Der Quadfahrer hat seine Werkstatt direkt im LKW, ist natürlich auch optimal. Ein bisschen Chaos, aber sonst angenehm zum Arbeiten. Frage an euch, wie ist das zum Zuschauen? Aktuell habe ich das Gefühl, es wiederholt sich, wenn ich am Abend einfach bei den verschiedenen Teams vorbeischaue. Ist das langweilig für euch oder sagt ihr, nee, das passt? Denn wenn es eher langweilig ist, dann mache ich einfach die Videos kürzer. Und sonst, ja, wenn es euch interessiert, nehme ich euch gerne mit. Ich finde es immer spannend, auch wenn nichts passiert oder was Dramatisches ist. Ich finde es einfach ein Erlebnis, hier zuzuhören, das zu sehen, das zu erleben. Und daher gehe ich sowieso abends bei den Teams vorbei.
Camp hier ist generell recht sandig. Also da werden morgen der eine oder andere wird da Probleme haben beim Rausfahren, denke ich mal. Hier das Auto von Nasser Al-Attiyah. Der hatte heute eine sehr gute Leistung hingelegt. Die Haube würde sich bei mir zu Hause noch gut in der Werkstatt machen. Aber ich glaube, ich kriege die nicht. Kriegen da die Antriebswelle nicht raus. Es wurde ja gewünscht, dass wir den Renn-LKW mal von innen zeigen. Das mache ich halt als nachts, weil tags sind die ja unterwegs. Also das Schwarze da vorne mit der Uhr. Das ist der Trippi, da ist das Roadbook drauf und da erhalten Sie dann die Informationen, wo Sie entlangfahren müssen. Und rechts das Schwarze mit dem roten Knopf, das ist das Erie-Track und da hat man die Möglichkeit mit der Orga in Verbindung zu treten oder die Hilfe anzufordern. Das ist eigentlich eher ein Sicherheitssystem und kein Navigationssystem. Dann unten hat es einen Tire Monitor, wo Sie jeweils den Luftdruck von den 4 Reifen sehen. Dann bei Matti in der Mitte, also generell, es ist alles sehr eng hier drin, hat es 2 Tripmaster drin, das sind die mit den blauen Knöpfen. Die haben aber aktuell keine Funktion, das war schon drin, wurde einfach nicht ausgebaut, sondern das wichtige Gerät für Matti ist hier ist ein Tablet. Und das ist für die Regularity-Tests, wird angezeigt, ob Sie schneller fahren müssen oder langsamer. Das ist ein normales Android-Tablet mit einer App drauf, Rally Rabbit heißt die. Und der Christian hat bei sich, da links vom Lenkrad, auch noch ein Handy, wo diese App auch drauf ist, dass er das selber auch unter Kontrolle hat. Dann die Sitze, das sind Rennsitze mit 4-Punkt-Gurten. Dahinter hat es ein Fach, wo man noch was verstauen kann. Jeder hat einen Trinksack, wo genügend Flüssigkeit dabei ist. Hier oben sieht man die Gegensprechanlage, also ist kabelgebunden. Das heißt, man steckt den Helm ein und dann können alle zusammen miteinander sprechen. Sicher sehr wichtig, denn von der Lautsprecher würde das ohne kaum gehen oder auf die Zeit dann auf die Stimme gehen. Dann generell der Rahmen, da kann man nicht irgendetwas zusammenbrutzeln, wie man will, sondern das muss gewissen Vorgaben entsprechen, und zwar von der Dicke, aber auch wo, wie, was abgestützt wird. Und da kann man im Vorfeld mit der Orga in Kontakt treten und das abklären. Das ist der Arbeitsplatz von Christian, ziemlich alles original, nichts Spezielles, einfach sehr eng. Also Hut ab, wie er da durch diese Offroad-Passagen diesen LKW steuert mit so wenig Platz. Das ist die Luftdruckregelanlage, wo man während der Fahrt die Luft rein oder rauslassen kann. Zum Schluss hier in der Mitte, das sind die verschiedenen Sperren, die man einschalten kann auf der Hinterachse, auf der Vorderachse und das Mitteldifferential. Je nachdem, nach Passagen werden da mehr oder weniger Sperren eingeschaltet. Ich muss morgen mal Christian fragen. Ich denke mal die hintere, und die ist immer aktiv.
und vorne nur, wenn es ganz arg wird. Es war mein Ziel, dass ich euch noch Informationen oder Impressionen von Katie und Steve geben kann vom Toyota aus Südafrika, aber es ist jetzt 11:45 und sie sind immer noch nicht da, sie sind irgendwo draußen. Wir haben auch keine Informationen, da wir hier kein Internet haben. Von daher, ich weiß nicht, wann sie kommen, aber wir versuchen noch wach zu bleiben. Aber jetzt muss ich mich langsam, aber sicher ans Schneiden des Videos machen. Morgen fahren wir von hier, von Jubaita bis nach Riyadh. Ist eine riesenlange Strecke. Wir möchten möglichst früh los und ich bin noch nicht sicher, ob wir wirklich auch ein Video produzieren können, weil nur schon heute, wir sind eigentlich mehrheitlich Auto gefahren oder Lastwagen gefahren und sonst lag nicht viel mehr drin. Und morgen wird es noch ein ganzes Stück mehr. Von daher kann es sein, dass wir ein Video auslassen. Abonniert doch unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr nämlich eine Information, wenn wir ein neues Video hochladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video bei Time Out Racing. Habt eine gute Zeit und bis bald.